Ich finde, das Besondere ist, dass von Anfang an die Didaktik dabei ist. Also das ist ganz hoch im Kurs und das finde ich richtig super, dass von Anfang an, vom Beginn an, dem ersten Semester nicht nur das Was wird vermittelt, sondern eben auch das Wie soll ich es in der Schule umsetzen, und das finde ich sehr wertvoll. Zuerst kommt das Leuphana-Semester, das ist noch so ein bisschen vorgestellt, um Menschen kennenzulernen und auch um das wissenschaftliche Arbeiten zu lernen. Dann habe ich einmal den Professionalisierungsbereich, also alles, was so um Psychologie, Bildung und Erziehung und Pädagogik geht. Und dann habe ich noch 2 fächerbezogene Studiengänge. Die Grundvorlesungen sind für alle Pflicht, aber die Seminare und so sind schon sehr, sehr gut in eine Richtung lenkbar. Da haben wir an der Leuphana viele innovative Lehrformate und Profile entwickelt, wie beispielsweise das Profil Inklusion und Diversität, digitales Lehren und Lernen und das Profil sprachliche Bildung. Und das sind so Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen, die wir mit der Lehrkräftebildung dann auch in den Einklang bringen. Das ist schon attraktiv, glaube ich, für alle Seiten, also für den Studierenden, aber auch für die Bildungsinstitutionen, wo die Studierenden später tätig werden. Ich finde auch das Modul Sprecherziehung super. Wie stehe ich als Lehrkraft vor der Klasse? Wie mache ich das richtig? Wie behalte ich dabei auch quasi eine gesunde Stimme? Und allgemein, es ist irgendwie immer was Neues auch. Nicht konstant das Gleiche, also es kommen immer wieder neue, konfrontierende Fragen. Wie kann man Selbst- und Weltverhältnisse klären und Kinder dabei unterstützen, dass diese sie klären? Aber dafür brauchen wir ja erstmal gute Lehrkräfte. Und dazu bedarf es einer großen Neugierde und Offenheit, sich eben nicht nur in fachliche Gegenstände zu vertiefen, sondern auch in eine Gruppe hineinzuwirken. In den Seminaren bekommen wir halt sehr viel Input, man bekommt ganz viel Fachwissen und in den Praktika geht es dann darum, das anzuwenden. Man sitzt halt nicht nur hinten, sondern man kann halt auch wirklich mitarbeiten, man sammelt so die ersten Erfahrungen dann doch nochmal. Und das ist ganz cool, mal von der Lehrkraft nochmal richtig mitgenommen zu werden. Das war eine sehr gute Erfahrung, sowohl nur zu gucken, als auch selber schon auszuprobieren. Und ich arbeite jetzt in beiden Schulen weiter immer noch. Also das öffnet viele Türen. Gerade in Mathe hatten wir mehrere Studien, wo wir gezielt in die Schulen gehen sollten und Projekte durchgeführt haben. Also wir sollten ein Arbeitsblatt entwickeln, das durchführen und dann auch diagnostizieren. Und das fand ich gut, weil wir dann in der Schule waren und auch ganz praktisch dort gearbeitet haben. Das ist etwas, was die Lehrkräftebildung an der Leuphana auch auszeichnet, dass wir in zahlreichen Forschungsaktivitäten eingebunden sind und dass so die Forschungsergebnisse schnell Eingang finden, auch in die Lehre. Die Dozenten, die sind halt immer für einen da, wenn man Fragen hat. Meine Mitstudierenden sind auch sehr sympathisch und humorvoll. Also egal, ob man eine neue Seminare oder Vorlesung kommt, man weiß halt immer, man kann sich irgendwo dazusetzen und man versteht sich automatisch mit denen. Das ist halt wie eine große Familie. Im Kontakt mit den Studierenden zu bleiben über einen längeren Zeitraum, das finde ich sehr wichtig und gut. Und für mich als Lehrende ist es auch sehr wichtig, dass man einen engen Kontakt halten kann zu den anderen Lehrenden. Dadurch, dass wir eben eine Fakultät Bildung haben und nicht eine Fakultät Sport und Mathe oder Deutsch und so weiter, haben wir viele Vorlesungen oder Seminare, die wir eben zusammen haben. Und dadurch kennt man super viele Gesichter und läuft immer mal wieder Leuten über den Weg. In den Vorlesungen traut man sich, alles zu fragen, und ich finde es eine sehr entspannte, gute Atmosphäre. Ich genieße diesen ruhigeren Campus, wo gleichzeitig aber auch ein hoher Grad an Aktivität und Diversität zu erkennen ist, was die verschiedenen Studierenden angeht, die wir hier haben. Auch viele internationale Studierende, die rund um den Campus auch wohnen. Also das ist eine große Freude und Bereicherung auch für Lehrende, hier über den Campus gehen zu können und das aufsaugen zu können. Das Campusleben ist Sommer, Sonne, Grün und dann draußen in der Natur sein. Überall trifft man wieder welche, die man gesehen hat. Man setzt sich in der Mensa einfach dazu, ja, und schließt neue Freundschaften. Die Schule von morgen ist ein Transformationsgeschäft. Also es passiert so viel in Schule und es sind so viele Erwartungen auch verknüpft mit dem Lehrberuf, aber auch mit der Schule von morgen sind Erwartungen verknüpft. Was soll sie bieten? Ne? Ganztägige Bildung, digitale Bildung, inklusive Bildung. Auf all dies bedarf es Antworten, die wir gemeinsam finden. Und dieses gemeinsame Finden in Forschungs- und Lehrprojekten oder Seminaren, das ist das, was gute Hochschulen auszeichnet, die für den Lehrberuf vorbereiten.